Ja, hallo zusammen. Diesmal auf Hochdeutsch, damit mich auch der Hinterste und Letzte versteht. Ja, unsere Fahrt geht jetzt weiter, und zwar in die Rhodopen, wie schon gesagt. Ja, das Abenteuer kann wieder beginnen und lassen wir gleich los. Hier kommt wohl der ganze Strom her. Der Krieg bricht wohl aus. Truppenverlegung. Ja, Wahnsinn. Was ist denn das da? Also, meine Reise geht ja weiter. Ich bin jetzt in der Stadt Dimitrovgrad. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vermutlich sowieso nicht. Ja, und da habe ich jetzt eine Übernachtungspause eingelegt. Und zwar hier in einem Gebiet, wo es schön ruhig ist. Hier ist der Sportplatz, gleich angrenzend ist so ein Park. Und dahinter ist ein Fluss. Und ja, hier war schön ruhig, kein Lärm, gar nichts. Da hinten habe ich übernachtet. War gut. Ja, morgens um 6 bin ich schnell aufgestanden und dann war eine Mückeninvasion. Die wollten alle bei mir frühstücken. Ausnahmsweise bin ich zu Fuß unterwegs, weil sonst müsste ich ja das Rad aus und wieder reinnehmen. Also laufen. Ja, und in der Stadt Dimitrovgrad gibt es auch einen riesen Park. Und da laufe ich jetzt eben. Hier gibt es auch Hünderler und die kommen jetzt überall her. Wieder ein riesen Platz. Und Ayla, die hat irgendein Problem vorne am Bein, Schulter, keine Ahnung, Füße habe ich kontrolliert. Sie hat ein paar Steine geklebt, die habe ich alle gestern rausgenommen, aber sie hinkt immer noch. Ich weiß nicht, was es ist. Und hier ist die Kunststraße für die Künstler unter euch. Ich bin es nicht. Hier ein Haus, eingewachsen. So, und das ist das Cleaning Team, die Straßenputzer. Vermutlich ja, Sozialfälle, die auch was zu tun haben oder müssen, finde ich gar nicht schlecht. In Schweden ist es auch so übrigens. Ja, und hier ist ein Markt, der ist gerade abgebrannt. Das ist ein ganz großer Markt, habe ich gesehen. Überall ist angeschrieben. Ich glaube, der war gestern. Ich habe den gerade so verpasst. Das Schöne hier hat es keine Zecken. Aber dafür umso mehr Mücken, aber die kommen nur zu bestimmten Zeiten. So, ich habe eine Tankstelle gefunden, dank der Internetseite fuelo.net, wie man sagt, fuelo.net. Da kann man die Preise sehen, das ist super. Und jetzt bin ich hier in der nächsten Stadt und tanke für unter 1 Euro. Also ihr seht's, und das dauert, 400 Liter tanke ich jetzt und das dauert jetzt ein Weilchen, aber egal, ich mache jetzt mal voll. Und ihr seht, da oben ist es knapp 3,90 angeschrieben, aber dank der Dachkamera habe ich das gut gesehen, da habe ich noch guten Platz, 20 Santi etwa. Also bis mein Tank voll ist, dauert das sicher 10 Minuten. Ja, das war jetzt lustig. Jetzt habe ich die Frau was gefragt da hinten und die konnte Italienisch und dann konnte ich mit ihr auf Italienisch, ja, ich suche etwas, wo ich was schweißen lassen muss, und dann hat sie mir erklärt, wo das ist, und super. So, endlich habe ich die Werkstatt gefunden. Das war gar nicht so einfach. Ich bin da immer wieder ans falsche
reingebogen und dann habe ich wieder gefragt und dank Google Übersetzer und dann haben sie mich immer wieder zum nächsten geschickt und jetzt habe ich es gefunden und jetzt wird der Tank ausgebaut, weil der ist oben noch ein bisschen undicht und dann wird geschweißt. So, ich habe eine Werkstatt gesucht, um Aluminium zu schweißen, weil der Tank ist nicht an dieser Stelle, hier und hier und dieser Mann hier, der schweißt mir jetzt das und dann hoffentlich ist dann gut. Ja, die Jungs sind schlau, ist ja ein Tank und einfach schweißen kann gefährlich sein. Jetzt füllt er es mit Kohlendioxid auf, dass kein Sauerstoff mehr drin ist. Also einer füllt CO2 auf und der andere schweißt. Super. Ja, die haben es echt drauf, die können noch handwerken. So, der Tank ist geschweißt und dank diesem weißen Spray, den er immer wieder genommen hat, hat man gesehen, wo es dicht ist und wo nicht. Und ein bisschen Diesel hat es noch drin gehabt, einfach CO2 gefüllt und keine Gefahr, es ging alles gut und jetzt kann ich ihn wieder einbauen. Ja, ich bin echt begeistert von diesen Werkstätten, mir gefällt es da lieber, einfach, aber das sind alte Leute, die haben extrem viel Erfahrung, die sind Gold wert. Bezahlt habe ich jetzt nur so 10 € für, ja was ist da dran gewesen, insgesamt fast eine halbe Stunde, also da kann man nichts sagen. So, damit ihr noch mal seht, wie das funktioniert, da hinten läuft jetzt der Diesel raus und irgendwann kommt es dann da vorne zurück und dann läuft es wieder in den großen Tank. Und hier filtert es noch, das ist schon richtig Dreck drin. Der Vorteil ist, wenn ich auf dem großen fahre, dann füllt es mir den kleinen immer auf. Und ich kann vorne dann umschalten auf den kleinen, wenn der große fast leer ist. So, jetzt seht ihr, jetzt ist er voll und jetzt überläuft er da zurück in den großen Tank. Also der wird immer gefüllt, das ist wirklich eine coole Sache. Vorher war ich leer. So, jetzt hört ihr mich besser. Vorher war ich also leer, praktisch vielleicht noch 20 Liter im großen Tank. Dann konnte ich immer umschalten. Und ich komme gut 50 Kilometer weit mit dem Kleinen. Und dann, wenn man wieder gerade steht, kann man den Kleinen wieder füllen mit dem Rest, wo da drin ist. Also so kommt man ja noch ein Stück weit. So, also das war in der Stadt Chaszkowo, wo ich das geschweißt habe. Jetzt bin ich ins nächste Dorf gefahren. Ja, und jetzt hole ich mir einen Kebab. Denke ich mal. Und zwar hier drin. Mal schauen. Naja, Kebab ist es nicht. Die schreiben es, glaube ich, so an, aber das ist eine Wurstware, Kebab, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, jetzt habe ich halt das genommen. So, ich denke, ich bin jetzt anfangs der Rhodopen angelangt. Das erste Ziel ist die Mushroom Stones, also die Pilze, Steinpilze. Und da werde ich dann auch irgendwo übernachten. Da hinten bauen sie eine riesige, große Leitung, ein Rohr über den Berg. Ich weiß nicht, was das ist. Gas oder... Ja, hier sieht man sie wieder. Die wird in die Erde versenkt. Vielleicht kommt die von Russland, ich weiß es nicht. So, hier muss es sein. Ja, genau. Die Mushroom Stones. Jetzt muss ich aber irgendwo mal parken, 100 Meter weiter. Jetzt fahre ich da mal. Ja, ich fahre da mal hoch. Und in
der Hoffnung oben, ich könnte eigentlich auch zu Fuß gehen. Ich hoffe, da oben kann ich stehen, dass es einigermaßen gerade ist. Und sonst habe ich Pech. Also der Weg war nichts, da bin ich jetzt wieder zurück. Jetzt versuche ich mal den Weg da. Da ist nämlich gleich wieder die Straße. Ja, ist glaube ich alles krumm hier. Ja, das wird glaube ich nichts. Ja, das wird glaube ich nichts. Gleich da drüben sind diese Steine. Und hier ist alles krumm. Das ist nichts zum Schlafen, leider. Ja gut, dann wenden wir. Ich habe jetzt schon gewendet im steilen Hang und fahre ich dann da rückwärts rein und dann sollte ich gerade stehen einigermaßen. So, ich habe meinen Übernachtungsplatz gefunden und ich stehe sogar exakt gerade. Ich habe mit der Wasserwaage im Handy gemessen. Zwar eine Straße, aber da kommen fast keine Autos und abends sowieso nicht. Und da hinten sind eben gleich diese Steine. Ja, so, jetzt bin ich da in den Rhodopen. Jetzt kommen die ersten Klassenbusse. Und die dürfen wenigstens ohne Maske fahren und keines wird krank. So, das ist der Vorteil, wenn man so ein Gerät hat. Ich habe das Ding noch da reingelegt, knusprig gemacht, damit es besser essbar ist. So, dann gehen wir mal diese Steine angucken. Es fing kurz an zu regnen und schwupps waren alle Schüler wieder weg. So, da sind sie also, die berühmten und berüchtigten Mushroom Stones. Steinpilze, nicht essbar. Ja, ganz viele. Schon speziell, hä? Und dann werden sie natürlich auch berührt. Ja, von einer anderen Perspektive. Und da oben stehe ich auf dem Hügel. Da drüben ist mein Wohnmobil. Steht einfach auf dem Hügel. EU gesponsert, wie man sieht, vermutlich. Die EU zerfällt, da fliegen die Sterne runter. So, neuer Morgen, neuer Tag. Wir fahren da wieder runter von dem Hügelchen. Und es geht weiter. Das Ziel heute ist eine Brücke, die Teufelsbrücke, so genannt. Ja, und dann zwischendurch noch in einem Städtchen noch Medikamente besorgen, wenn es geht, für Ayla, Schmerztabletten. Ich habe noch eine. Ja, ich muss sagen, das geht viel besser mit diesem Vario wie mit dem alten. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, das richtige Fahrzeug für mich gefunden. Drin leben und Offroad-Tauglichkeit. Ja, hier ist die Pipeline auch. Ich habe mich erkundigt, das ist eine Gaspipeline, die führt, glaube von der Türkei nach Serbien. Russisches Glas und sonst noch so. Und, ja, also ein Riesenprojekt. Hier geht es weiter durch die ganzen Alpen.
Wahnsinn. Ja, die wird mich, glaube ich, noch ein Weilchen begleiten. Und tief graben die da nicht. Die schütten einfach Erde drüber. Ja, die Straße ist momentan scheiße, das hoppelt und buckelt und ja, aber langsam fahren, das gehört dazu. Ja, der Navi will mich jetzt da rechts einen riesen Umweg führen. Warum? Das wissen die Navigötter. Wir fahren geradeaus weiter. Ich fahre ja so langsam durch ein Dorf jetzt. Angie ist natürlich die große Show hier. Meine Beifahrerin. Jetzt fahre ich durch ein wunderschönes Waldgebiet. Die Bäume hängen zwar tief, ich fahre deshalb in der Mitte, aber bis jetzt habe ich noch keinen gestreift. Achtung, Kühe, Kühe. Oh, ist das schön da unten. Ja, die haben ein schönes Leben. Oh, schön. Mitten auf der Straße. Jetzt ist die Straße wieder scheiße. Meistens in den kleinen Dörfern ist sie scheiße. Also wenn es flüchtig runter geht, hohe Drehzahl, Motorbremse rein, dann brauche ich so gut wie nie eigentlich zu bremsen. Das geht ganz gut. Ich vermisse also die Retarde eigentlich nicht. Gibt es hier einen Elektriker unter uns? Ist das so gut? Fließt der Strom? Oder ist das noch verbesserungswürdig? So, mitten in der Stadt ist offenbar keine kleine und Google weiß alles. Ich habe meinen Tierarzt gefunden. Jetzt überqueren wir den Fluss. So, da ist der Tierarzt. So, einfach nur geil. Ich habe meine Medikamente bekommen. Zuerst kam sie überhaupt nicht raus. Carprofen habe ich verlangt, aber das ist nur die Assistentin. Die wusste nichts Bescheid. Aber dann plötzlich kam sie raus und die haben sage und schreibe 20 Tabletten habe ich gleich genommen, weil es so günstig ist. Nur 10 € gekostet. Das ist bei uns viel teurer und kann man immer brauchen. Das ist ein Schmerzmittel. Wenn die Hunde irgendwo was haben, dann heilt das auch ein bisschen besser. Ja, hier ist gleich noch ein Futterladen und da tummeln sich nur so Katzen rum. Die werden hier gefüttert. Das ist natürlich interessant. Muss man aufpassen, dass sie nicht eins auf den Kopf kriegen. Ich muss die Hunde da an die Leine nehmen, ich muss mich da anpassen. Wir sind in einer Stadt, sonst gibt es Ärger. Straßenkatzen. Hi. So, ich bin ja wieder mal in einer Stadt, sehr ungewohnt. Und ich bin in einem Café, jetzt nehme ich da mal einen Kaffee, was ich eigentlich auch selten tue, aber jetzt genieße ich mal die Stadt für ein Weilchen und dann geht es wieder in die Natur. Ja, noch was zum Auto in diesem Land. Bis 3,5 Tonnen braucht ihr eine Vignette, also so ein Kleber. Und ab 3,5 Tonnen müsst ihr jedes Mal vor der Fahrt buchen, und zwar bis dahin, wo ihr hinfährt, und habt dann 24 Stunden Zeit, um das Ziel zu erreichen. Das Ganze macht man bei Tollpass, also Toll und Pass, tollpass.bg. Ist auch auf Englisch und dann kann man da das direkt mit Kreditkarte buchen. Es ist eigentlich stinkbillig und es hat überall Kameras bei den gebührenpflichtigen Straßen. Das können auch ja, so normale Straßen sein. Meistens vor dem Dorf und nach dem Dorf sind Kameras. Also ich habe jetzt bis hierher, glaube ich, 6 € oder so bezahlt. Also das kostet echt nichts. Aber eben, man darf es ja nicht vergessen zu buchen.
So, das war's wieder von mir und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist eigentlich jetzt der erste Teil, der zweite Teil kommt dann, da wird es dann richtig spannend. Da verlasse ich dann die Straße, fahre Piste runter in ein Tal mit, ja, was sagt man, die Straße sehr schlecht und ja, richtig Abenteuer, ihr werdet es dann sehen. Und noch was in eigener Sache, wenn jemand Lust hat, mir zu helfen beim Video, und zwar suche ich jemanden, der den deutschen Text als Untertitel korrigiert, weil das ist ganz viel Arbeit. Das braucht sicher eine Stunde jeweils. Also wenn einer ja, vielleicht krank ist, nicht mehr viel zu tun hat und Spaß hätte, mir da zu helfen, der kann sich dann bei mir im YouTube-Kanal einloggen und dann kann er da einfach den deutschen Text bearbeiten, weil wenn der gut ist, kann man den dann auf Englisch übersetzen lassen, damit ja auch die Engländer dann meinen Kanal auch verstehen. So, okay, gut, danke fürs Zuschauen und ja, bis bald. Tschüss.